Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 12. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib, in Christus, eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Wollen wir heute an diesem außergewöhnlichen Sonntag miteinander nicht alle mit unserer Anwesenheit verbunden sind, sind wir doch durch Glauben an Jesus Christus auch miteinander verbunden, auch mit Christen aus der ganzen Welt verbunden. Und wenn wir alle an Jesus Christus denken, an dem, was er für uns getan hat, an dem, was wir jetzt in diesem Mahl zusammen feiern, dann sind wir verbunden als sein Leib, als seine Gemeinde. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Apostel Paulus erklärt das in 1. Korinther 11, indem er geschrieben hat, der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündigt ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn Jesus geschehen ist, bis er wiederkommt. Das wollen wir auch jetzt tun, an diesem Sonntag. Wir wollen Gemeinschaft miteinander als Gemeinde im Glauben. Wir wollen auch Gemeinschaft mit Jesus Christus haben durch dieses Mahl, durch dieses Brot, durch diesen Kelch. Wir wollen miteinander beten. Herr, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns alle verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern, aus verschiedener Herkunft, alle zusammengeführt hast, verbunden hast durch den Glauben an Jesus Christus, deinen Sohn. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Leben für uns, für deinen Tod, für unsere Schulden, Sünden am Kreuz, für dein vergossenes Blut, für unsere Sünden. Und Herr, dafür, dass du vom Tode auferstanden bist. Wir loben und preisen dich, Jesus. Sei du mitten unter uns heute, durch deine Gegenwart, durch dieses Brot, durch diesen Kelch. Segne du uns, Herr. Segne du unsere Gemeinschaft, wenn wir viel auch verstreut sind, überall auch manche daran teilnehmen durchs Internet an diesem Mahl zusammen. Jesus Christus sei in unserer Mitte. Wir loben und preisen dich. In deinem Namen beten wir. Amen. So oft wir von diesem Brot brechen, von diesem Kelch trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn, Jesus Christus, bis er wiederkommt.
Amen. Nun, jetzt wollen wir auch Gott loben und Gott preisen, Gott ehren, Gott bitten durch eine Gebetsgemeinschaft. Und wir wollen auch dazu aufstehen und gemeinsam beten das Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, das Vaterunser Gebet. Perhaps you know the Lord's Prayer, our Father prayer in your own language or languages. You may now stand wherever you are and pray together with us and begin our prayer time together, the Lord's Prayer together. Wir wollen gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir eine Zeit haben, wo wir auch einige Anliegen haben, wo wir Gott loben. Lasst uns miteinander beten in Stille. Herr, wir loben und preisen dich für so vieles heute. Wir sind dankbar heute, dass wir uns hier versammeln dürfen, noch frei versammeln dürfen, dass wir nicht geschlossen sind und dass wir uns auch versammeln dürfen oder auch vor dir, auch mit der ganzen Gemeinde sein dürfen, auch im Internet, durch diese Möglichkeiten, die das Internet möglich macht. Wir sind dankbar, Herr, dass wir gesund sein dürfen. Und wenn wir krank sind, wir sind dankbar, Herr, dass du uns auch erhältst. Ja, wir bitten dich, Herr, segne du uns, wenn wir viele voneinander getrennt sind. Bitte sei du mitten unter uns, halte deine Gemeinde zusammen und baue deine Gemeinde, so wie wir heute in der Bibellesung gehört haben. Füge du neue Leute in deine Gemeinde zu Jesus Christus. Wir bitten dich, Herr, Menschen, die noch nicht an dich kennen, Menschen in unseren Familien, unsere Klassenkameraden, Kommilitonen an der Uni, Leute, Arbeitskollegen, wir bitten dich, Herr, auch fremden Menschen, dass sie Jesus, dich kennenlernen können, auch in diese schlimmen Zeit, wo das Coronavirus noch wütet, Herr, überall. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich unser, erbarme dich auch den Menschen, die dich noch nicht kennen. Erbarme dich und beschütze du uns alle, Herr. Lass dieses Virus weichen, Herr, zurückgehen und getötet werden, Herr. Lass alle Kranken, Infizierten gesund werden. Wir bitten dich, Herr, besonders um die Kranken, die wir kennen, auch besonders um Siegfried, um Doro, um Patrick, Herr, auch alle Krebskranken, die wir erwähnt haben vorher. Wir bitten dich, Herr, für Leute, die nicht kommen können heute, weil sie Angst haben vor Infizierung oder auch schon infiziert sind. Wir bitten dich, Herr, dass du ihre Ängste stillst, dass du ihre Ängste wegtreibst. Herr Jesus, wir bitten dich, Herr, für auch unsere Arbeit, wie es weitergeht hier. Wir bitten dich, dass du uns segnest. Herr Jesus Christus, wir bitten dich um unsere Missionare, dass du deine Arbeit noch weiter machst und deine Gemeinde noch weiter baust mit ihnen, mit Alke hier in Tübingen unter internationalen Studenten, mit Miriam in Mosambik, Herr, auch mit den Nichols in Indonesien, Herr, mit den anderen in Bosnien und auch mit unserem Freund in Italien, Christoph, Herr, wir bitten dich, segne du diese Arbeit, Herr, auch unter den Juden in Berlin und Israelis, Herr, mit Deborah und David. Wir bitten dich, segne du diese Arbeit, Jesus Christus. Segne du auch Pinchuan auf der Insel,
Herr, das jetzt neulich einen Sturm erlebt hatte. Wir bitten dich, bewahre die Menschen auf der Insel, bitte bewahre die Opinchuan und lass auch Glauben wachsen unter den Menschen, denen sie begegnet dort und die sie unterrichtet. Herr Jesus Christus, wir bitten dich um unsere Geschwister, die um deines Namens verfolgt werden, auch besonders in Burkina Faso in Afrika, besonders in Nordkorea, besonders in Indien, besonders in Pakistan, besonders in Eritrea, Herr, besonders in den vielen verschiedenen Ländern, die wir hier aufgelistet haben. Wir bitten dich, Herr, um unsere Geschwister in Italien und in Spanien, in Frankreich, auch in Korea, Südkorea, Herr, in Iran, auch deine Gemeinde dort, so viele Menschen auch betroffen, Herr. Und auch unsere Geschwister in China, besonders in Wuhan. Herr, hab du Erbarmen über die Menschen. Lass viele gesund werden, alle gesund werden. Und auch ein großes Zeugnis geben, Jesus, für dein Wirken in dieser Welt. Herr Jesus Christus, wir bekennen unsere Schulden, Sünde. Wir bekennen, Herr, unsere Verfehlungen, dass wir dich nicht ernst genommen haben als Herr der Welt, als Herr in unserem Leben. Bitte, Herr, vergib uns unsere Schuld. Herr, gib, dass wir heute wieder neu dich ernst nehmen im Glauben, dass wir dir nachfolgen, dass wir dir treu verkünden, Jesus Christus, auch hier in Tübingen und weltweit. Herr Jesus, segne du uns mit deiner Gnade, mit Gesundheit, mit deinem Frieden. In Jesu Namen beten wir. Amen. So, jetzt sind wir fast am Ende. Wir wollen auch ankündigen, wir haben noch einige Bibelstunden am Dienstagabend, zuerst heute Abend, Sonntagabend um 19:30 Uhr im Englisch-Bibelkreis. Wir treffen uns nur mit ein paar Getränke, mit Tee, auch mit etwas Distanz zueinander, mit etwas Abstand, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken. We would like to meet tonight at 7:30 for English Bible class, but we will have only drinks, perhaps just some tea together and with spread apart with tables so that we don't get too close to one another. Tonight at 7:30 English class. We're studying the Gospel of John, chapter 12. Come and join us. And maybe we'll have this class next week online. Am Dienstagabend haben wir wieder beide Bibelstunde mit Deutsch. Wir lesen die Apostelgeschichte Kapitel 13, 14 zusammen weiter. Dienstagabend 19:30 Uhr wieder, nur mit etwas Tee und kein Essen, aber auch etwas mit Abstand. Tuesday evening we'll be having German Bible study, reading the Acts of the Apostles together, chapter 13 and 14 at 7:30. Situation weiter besser wird. Wir haben Live-Übertragung. Wir geben euch bekannt per E-Mails über diese Live-Übertragung. With live streaming, we'll have worship service with live streaming probably beginning next Sunday, March the 22nd. So until the situation improves, we'll be sending you information via email, so check your emails on that. And I believe that's all for the announcements right now. We welcome you and we would like to sing a promise together. Also wir wollen eine Verheißung. Gott zeigt dir den Weg. God will make a way, um den Gottesdienst abzuschließen heute.
dieser neuen Woche, auch für diese Zeit. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Beten, dass wir uns bald wieder gesund sehen, auch in Tübingen, auch in der Gemeinde, auch online, wie möglich. Der Herr segne euch. Amen. Amen.